Servus, grüß euch. Böse Zungen behaupten ja, dass der Schlagerfan und der gemeine Heavy-Metaller, so wie ich, zumindest eine große Gemeinsamkeit haben, und das ist, dass sie ja im Jahr 2018 immer nur bevorzugt ihre Musik auf physischen Datenträgern kaufen, also CDs oder Vinyl. Was das angeht, bin ich nicht so der typische Heavy-Metaller oder zumindest nimmer. Klar, in den 90ern und frühen 2000ern habe ich auch mein gesamtes Lehrgeld für CDs und Alkohol ausgegeben, aber das hat sich irgendwann einmal geändert und spätestens seit Spotify aufgekommen ist, ich weiß, böses Spotify, bin ich eigentlich ausschließlicher Download- oder Streaming-Musikkonsument. Ich persönlich finde das jetzt nicht so schlecht. Ich weiß, Spotify ist sehr umstritten, vor allem in der eher konservativen und sehr traditionsbewussten Metal-Szene, aber für mich persönlich ist es einfach die ideale Lösung, weil ich liebe es einfach, dass die Musik für mich immer bereitsteht. Das heißt, auf Spotify, auf jedem Device, am Handy, im Auto, am Computer, auf der Playstation, keine Ahnung wo. Wenn ich Musik hören will, dann ist wirklich jeder Song, jedes Album, das ich hören will, sofort in Griffweite und ich brauche nicht erst danach suchen. Ich weiß, dieses Ritual des CDs einlegen oder Vinyls auflegen und genießen ist auch ganz was Besonderes, aber der Typ bin ich eher nicht. Mir geht es in erster Linie um die Musik und ich liebe es einfach, Musik zu hören, und deswegen ist Spotify für mich ideal. Aber um das soll es in dem Video gar nicht gehen, und es soll schon gar kein Spotify oder sonstiger Streaming-Webdienst Werbeclip sein. Mir geht es in dem Video um eine Band, die ich in den letzten Jahren zu einer meiner absoluten Lieblingsbands entwickelt habe, und ohne Streaming, ohne Internet und die Nebeneffekte, die das Ganze bietet, war ich wahrscheinlich gar nicht drauf gekommen, dass es wirklich meine Lieblingsband ist. Es gibt also verschiedene Services, die Musik tracken, also die Musiktracks quasi zählen und in eine Datenbank reinschreiben, die man so hört. Und eins von diesen Services ist Last.fm, und ich benutze dieses Service schon seit 3. Jänner 2007, also seit über 11 Jahren. Und wenn ich auf meine Last.fm Profilseite schaue, dann ist ganz klar an erster Stelle eine Band mit über 1500 Plays, und diese Band ist Bellacore. Bellacore ist eine australische Melodic Death Metal Band aus Melbourne, Melmac, egal. Und die Band gibt es seit 2004, und ich kann es nicht genau beschreiben, was mir an dieser Band so fasziniert. Ihr seid jetzt vielleicht überrascht, weil ich ja normalerweise eher so der Melodic und Power Metal Fan bin, aber Bellacore treffen eine Ader, einen Nerv bei mir, der mich einfach sehr bewegt und mich stimmungsvoll einfach extrem abholt. Und ich habe mir gedacht, ich habe diese Band jetzt seit Jahren dauernd schon auf meiner Playlist. Ich höre es eigentlich regelmäßig, eigentlich sogar wöchentlich. Es vergeht kaum eine Woche, wo ich nicht einmal ein Bellacore-Album höre. Und deswegen habe ich mir gedacht, es ist an der Zeit, dass ich dieser absoluten Nummer 1 Band von mir endlich einmal Tribut zolle und habe mir ein bisschen Merch eingekauft. Ja genau, ich bin über meinen Schatten drüber gesprungen und habe physisches Klumpert bestellt, und das ist neulich so eingetroffen, direkt aus Australien. Es ist jetzt direkt von mir, und deswegen mache ich heute eine Art Unboxing. Ich werde heute einfach gemeinsam mit euch den Bellacore Merch auspacken und euch präsentieren, und ich habe sowas auf diesem Kanal da noch nie gemacht und bin sehr gespannt, wie das bei euch ankommt. Ja, dann würde ich sagen, los geht's! Das sind schon mal die 3 Pakete, es sind insgesamt 3 Pakete gekommen, 2 CD, 1 Sticker, 2 CD, 1 Sticker, und haha, da ist höchstwahrscheinlich ein T-Shirt drin, und das T-Shirt ist natürlich das allererste, das wir uns jetzt einmal anschauen. Moment, das werden wir fachgerecht aufreißen, weil es ist einfach an der Zeit, nach so vielen Jahren, dass ich endlich einmal der Band was Gutes tue. Mein erstes Bellacore T-Shirt. Moment, das sollte ich eigentlich gleich anziehen. Ja, wunderbar. Paket Nummer 1. Schauen wir, ob wir ein Stanley-Messer brauchen oder nein. Nein, mit Brute Force geht es natürlich auch ohne Stanley-Messer. So, Nummer 1 und Nummer 2, schön verpackt in Luftpolsterfolie. Und dann gleich Nummer 2, Heavy Metal Unboxing. Was macht man nicht alles für das Internet, YouTube und seine Formate? Da waren jetzt die 4 CDs, die sind ja wirklich sehr... Okay, spätestens jetzt... passt. Wieder mal Brute Force. Das ist wirklich sehr gut montiert. Und da ist er schon, Of Breath and Bone. Ja, Of Breath and Bone, das ist das 3. Album schon von Bellacore aus dem Jahr 2012. Ich mache das Ganze da völlig unchronologisch. Ja, die Freiheit nehme ich mir. Und ihr hört im Hintergrund schon einen Track des Albums. Wow, das passiert mit Downloads nicht.
auf Breath & Bone. Weiter geht's mit der nächsten. Das ist das 4. und bisher letzte Album von Bellacore, nennt sie Vessels und ist 2016 unter Napalm Records erschienen. Man kennt dieses Label vielleicht, das ist sogar aus Österreich. Ja, im Hintergrund hört ihr wieder einen Track vom Album. Ich muss ehrlich sagen, es ist leider nicht mein Lieblingsalbum von allen, die ich bis jetzt kenne. Vor allem die Produktion finde ich persönlich ein bisschen zwiespältig. Es klingt einfach nicht so gut wie die vorigen Alben. Aber inzwischen habe ich mich schon sehr daran gewöhnt und ich finde, gegen Schluss wird der Sound besser. Es sind trotzdem geile Nummern oben, und das Ganze ist natürlich Kritik auf sehr hohem Niveau. Weiter geht's. Ich sehe es da schon durch. Ich weiß schon, um welches Album es sich handelt und ich werde jetzt diesen Auspackvorgang abkürzen. Stones Reach. Das ist das zweite Album von Bellacore aus dem Jahr 2009 und ich glaube fast, das ist mein Lieblingsalbum der Band. Es ist zwar soundtechnisch nicht ganz so gut produziert wie auf Breath & Bone, aber songmäßig finde ich dieses Album eigentlich fast am besten. Also das ist ein Album, das konnte ich wirklich ununterbrochen rund um die Uhr den Rest meines Lebens in Dauerschleife hören. Ja, im Hintergrund wieder einen Song des Albums. Und somit kommen wir auch schon zum letzten Packungsinhalt von meiner Lieferung. Der Frailtide, das ist das Debütalbum von Bellacore und ich muss dazu sagen, ich habe mir dieses Album noch nie angehört. Es gibt es zwar auf Spotify, aber ich habe bis jetzt nie reingehört. Ich habe mir gedacht, ich hebe mir von dieser Band einfach ein bisschen was für später auf. Und ja, ich würde sagen, es hat sich ausgezahlt, weil ich werde ganz klassisch das Debütalbum von Bellacore zum allerersten Mal ganz organisch über CD hören. Deswegen werde ich da jetzt auch keinen Track abspielen im Hintergrund, weil ich mir dieses Album einfach ganz genießerhaft direkt von CD abgespielt, wie in den guten alten Zeiten zum allerersten Mal anhören werde. Ah, fuck! Und genau das ist einer von den Gründen, warum CDs irgendwann einmal lästig geworden sind. Sie gehen einfach irgendwann einmal kaputt. Naja, es war ein langer Weg aus Australien. Das war meine ganze Lieferung und theoretisch, warte mal, Moment, theoretisch hätten da auch noch irgendwas, ist da irgendwas mit Sticker gestanden. Ha, ha, ha! Ein Sticker ist natürlich auch noch dabei. Bellacore, weiß auf schwarz. Da muss ich mir ein schönes Plätzchen dafür aussuchen, um das Ganze irgendwo hinzukleben. Ja. Das war meine heutige Ausbeute, seit langer Zeit wieder mal CDs und Merch bestellt einer Band, vor allem einer Band, die ich wirklich zu schätzen gelernt habe. Ich hoffe, ich kann diese Band irgendwann einmal live erleben, obwohl sie aus Australien sind und das da ein bisschen weit weg ist alles. Spielen sie regelmäßig in Europa, nämlich am Summer Breeze 2010, 2012 und 2015 haben sie gespielt und am Brutal Assault 2012 und 2015. Ist jetzt schon wieder 3 Jahre her, also vielleicht gibt es nächstes Jahr wieder einen Live-Auftritt von Bellacore. Ja, und das war's auch schon mit meinem heutigen Video. Ich habe mir gedacht, ich probiere mal ein bisschen was anderes, ein bisschen ein klassischeres YouTube-Format, also einfach spontan was unboxen und drüber quatschen, also mehr YouTube geht fast gar nicht. Schreibt mir es bitte unten in die Kommentare, wie ihr das Ganze findet oder ob ich das in Zukunft lassen soll oder ob es euch taugt hat, das würde mich sehr interessieren. Ich werde mir jetzt auf jeden Fall in Bellacore weiter reinhören, vor allem in das Debütalbum. Und ich hoffe, ich habe euch die Band ein bisschen näher bringen können. Und wenn ihr mehr Fragen zur Band habt, es gibt da sowas, das nennt sich Google und da könnt ihr einfach alle Infos finden, die es gibt auf der Welt. Danke fürs Vorbeischauen und bis zum nächsten Mal. Metal, Alter!